Hallo liebe Hausbauhelden, das Thema nachhaltige Architektur oder nachhaltig bauen hat gerade hohe Relevanz für Bauinteressenten, weil es aktuell die einzige Möglichkeit ist, an staatliche Fördergelder zu kommen. Dieses Zertifikat muss in einem recht aufwendigen Verfahren erstellt werden und in diesem Ratgeber erfahrt ihr, warum es kompliziert ist, was ab 2023 noch gefördert wird und wir nehmen nochmal Bezug auf unser Praxisbeispiel, nämlich die Haustour durch das Fingerhaus Artis von letzter Woche. Das Wort Nachhaltigkeit ist gerade in aller Munde, doch kaum jemand weiß, was damit konkret eigentlich gemeint ist. Nachhaltigkeit meint ursprünglich, die Umwelt nur so weit zu belasten, dass sie sich wieder regenerieren kann. Die heutige Definition schließt aber auch wirtschaftliche und soziale Gesichtspunkte in die Betrachtung mit ein. Es heißt also nicht Umweltschutz um jeden Preis, sondern wirtschaftlich und sozial verträglich. Welche Kriterien spielen beim nachhaltigen Bauen eine Rolle? Einmal die ökologische Qualität. Das Haus hat einen geringen Energiebedarf, besteht aus Materialien, die Mensch und Umwelt nicht belasten, ist mit umweltfreundlichen Materialien errichtet worden, die sich auch umweltverträglich entsorgen lassen. Außerdem die ökonomische Qualität, das heißt die Kosten, die das Gebäude im gesamten Lebenszyklus verursacht. Das heißt, das Gebäude wurde kostenoptimiert und ressourcenschonend geplant und gebaut und kann mit geringem Energieverbrauch bzw. geringen Kosten betrieben werden. Außerdem gibt es noch die soziokulturelle Qualität. Das heißt, die Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit, thermischer, akustischer, visueller Komfort, Luftqualität und Sicherheit. Aber auch die Funktionalität, wie zum Beispiel Barrierefreiheit und die Einbindung ins städtische Umfeld. Wichtig ist auch die technische Qualität, das heißt Schallschutz, Wärmeschutz, Instandhaltung und Reinigungsfreudigkeit und die Prozessqualität. Wie gut ist die Planung, die Bauausführung und der Bauablauf? Außerdem spielt noch die Standortqualität eine Rolle. Also sind Kita, Schule, Arzt- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Anbindung an öffentlichen Personennahverkehr vorhanden. Nachhaltigkeit wird oft mit Verzicht in Verbindung gebracht. Dabei bringt sie neben Energieeffizienz und langfristiger Kostenersparnis auch eine höhere Wohnqualität. Zur Förderung von Einfamilienhäusern gibt es im Wesentlichen 2 Zertifikate. Einmal das auch in unserem gleich anschließenden Praxisbeispiel angewendete Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude, kurz QNG-Siegel, vom Bauinstitut für ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen, kurz BIRN. Und das DGNB-Zertifikat für kleine Wohngebäude von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Um ein Zertifikat zu erhalten, müssen beispielsweise 19 Steckbriefe zum Haus in unterschiedlichen Bereichen ausgefüllt werden. Man muss in jedem Bereich mindestens einen Punkt erreichen und im Mittel über alle Steckbriefe 50% der Anforderungen erfüllen. Das heißt, man kann auch ausgleichen. Wenn man in einem Bereich viele Vorteile hat, kann man auch Nachteile in einem anderen Bereich kompensieren. Das führt dazu, dass in als nachhaltig zertifizierten Häusern auch Dinge auftauchen können, die man selbst persönlich vielleicht nicht für ökologisch oder nachhaltig hält. Dazu bringe ich euch nachher noch ein Beispiel. Wir hatten zum Beispiel Kommentare unter unserem letzten Video. Da ist ja Mineralwolldämmung drin oder ein Einfamilienhaus ist grundsätzlich nicht nachhaltig. Erstmal vielen Dank für die Kommentare. Und ja, Bauen ist immer ein Eingriff in die Umwelt, der Ressourcen lange Zeit bindet und somit nicht uneingeschränkt ökologisch sein kann. Nachhaltiges Bauen bedeutet aber eben, dass auch wirtschaftliche und soziale Faktoren relevant sind. Auch Dämmstoffe sind nicht per se ökologisch, sondern leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen Bauweise. Zum Beispiel wird der Rohstoff für Holzweichfaserplatten, die man ja gerne als nachhaltig bezeichnet, häufig von weit her importiert und je nach Produkt werden auch für die Herstellung hohe Energiemengen benötigt, weil das Material lange Zeit stark erhitzt werden muss. Andererseits gibt es Glas- oder Mineralwolle, die aus recyceltem Material hergestellt wird, wodurch sich die Nachhaltigkeitsbilanz insgesamt verbessert. Und dann spielt ja bei der Nachhaltigkeit auch der Kostenfaktor eine Rolle und die Verarbeitung. Einblasdämmung aus Altpapier ist nicht in jedem Bauablauf sinnvoll und ökologische Dämmstoffe sind oft teuer, was die ökonomische Komponente der Nachhaltigkeit schwächt. Ihr seht schon, das Thema ist äußerst komplex und manchmal nicht so, wie man denkt. Wir haben ja ein Praxisbeispiel für euch gedreht, nämlich letzte Woche die Haustour durch das Musterhaus Artis von Fingerhaus, das förderfähig
ist. Wie ihr die anschauen könnt, verlinke ich euch nochmal und blende es euch auch nochmal ein. Und da schauen wir jetzt nochmal kurz ins Bad. Und hier gehen wir jetzt ins Bad, das nochmal etwa 12 Quadratmeter hat. Hier kommen wir jetzt vorbei an dieser Belichtung für den Flur. Das ist 83 mal 1,96. Kann man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt hier nackt vorbeiläuft, ob man da Milchglas drin haben will. Aber so kommt natürlich mehr Licht da rein. Hier sind wir jetzt im eigentlichen Bad. Auch hier haben wir viel Tageslicht. Das Ganze hat wieder die 80 cm hohe Brüstung. Dieses Fensterelement ist wieder diese knapp 2 Meter breit, in dem Fall 1,25 Meter hoch. Da kommt also wirklich viel rein und das Bad ist wieder ganz klassisch durch die beliebte T-Wand gegliedert. Die hat hier vorne eine Breite von 1,60 Meter, auch mit einer sehr ausdrucksstarken Fliese dran, die das Ganze so ein bisschen gestaltet. Da würde man jetzt auf jeden Fall auch einen Doppelwaschtisch mit 2 Wasserauslässen hinbekommen von der Größe her und auf jeden Fall empfehlenswert mehr als eine Steckdose am Waschtisch. Was ich sehr schön finde, ist, dass man hier mal die T-Wand, also den Abstand, groß genug gewählt hat. Ihr könnt jetzt hier gleich mal reingucken, wenn ich hier weg bin. Das ist nämlich tatsächlich 1 Meter. Das heißt, man kriegt da keine Beklemmungen und vor allen Dingen für die Dusche ist das sehr schön. Da verschwindet das WC. Hier haben wir die Dusche. Das ist dann wirklich 1 Meter breit, 1,40 tief, mit Tür abgetrennt, sodass man da auch wirklich für sich ist, dass es da auch immer schön kuschelig warm ist. Und da würde ich euch wirklich drauf empfehlen zu achten, weil oft ist dann diese T-Wand so schmal gesetzt, dass man dahinter Beklemmungen kriegt. Und hier hat man den Platz. Also man sieht, da passt auch noch sehr gut die Wanne hin, ohne dass das eng wird. Von den ganzen Prioritäten, die ihr für eure Badgestaltung vielleicht habt und von den Kriterien, die für nachhaltiges Bauen eine Rolle spielen, sind für die Zertifizierung im Bad im Wesentlichen nur 2 Sachen wichtig, nämlich erstens Wassersparen. Es gibt also für Armaturen Grenzwerte für den Durchfluss und zweitens Barrierefreiheit, also genug Bewegungsflächen und gute Nutzbarkeit. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, man kann Punkte ausgleichen. Es ist also durchaus möglich, eine Regendusche einzubauen, die 120 Liter Durchfluss pro Minute hat, statt 20 wie eine normale Brause, und das dann an anderer Stelle auszugleichen. Wir haben dieses Hausbeispiel gewählt, weil der Hausanbieter firmeneigen entsprechend zertifizierte Auditoren hat und Bauherren hier durch abgestimmte Prozesse bei der Abwicklung unterstützt werden. Denn diese Prozesse sind auch nicht ganz einfach. Ihr braucht da zum Beispiel zum richtigen Zeitpunkt eine Bestätigung zum Antrag, also eine Bestätigung, dass euer Projekt grundsätzlich förderfähig sein wird. Das ist etwa 1 Stunde Arbeit, also noch relativ schnell gemacht, aber am Ende braucht ihr eine BND, Bestätigung nach Durchführung, damit ihr das Geld auch wirklich bekommt. Und dafür muss das Zertifikat da sein. Mit dieser Zertifikatserstellung ist sehr viel Bürokratieaufwand verbunden. Wie sollte es in Deutschland anders sein? Und es müssen viele Daten gesammelt werden. So ein zertifizierter Auditor sitzt da gerne mal 40, 50 Stunden dran an so einem Zertifikat für ein Haus. Und ihr seht, da können wirklich sehr schnell ausufernde und unkalkulierbare Kosten entstehen, wenn euer Anbieter das nicht aus einer Hand mit anbietet. Was bekommt ihr im Moment, wenn ihr ein solches Nachhaltigkeitssiegel vorweisen könnt? Zurzeit erhalten Bauherren mit diesem Nachhaltigkeitszertifikat zinsgünstige KfW-Wohngebäudekredite von bis zu 140.000 €, was langfristig einen Zinsvorteil von über 50.000 € bedeuten kann, sowie einen Tilgungszuschuss in Höhe von maximal 16.000 €. Zudem steigert die Zertifizierung und die lückenlose Dokumentation aller relevanten Gebäudedaten auch den Marktwert des Gebäudes, was sich im Fall eines Wiederverkaufs durchaus bemerkbar macht. Wie geht es jetzt 2023 weiter? Man kann davon ausgehen, dass jegliche neue Förderung auf den Zertifikaten basieren wird, die es im Moment gibt. Ab 1. März 2023 wird die Neubauförderung nach den Programmrichtlinien der jetzt geltenden Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, durch das neue Teilprogramm Klimafreundlicher Neubau, KfN, ersetzt. Bis zum Start des KfN wird die BEG-Neubauförderung im Zeitraum zwischen 1. Januar 2023 und dem 1. März 2023 unverändert weitergeführt. Solange es keine Änderung in den Bedingungen gibt und der Fördertopf noch da ist, können noch finanzielle Mittel beantragt und bewilligt werden. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist der aktuelle Fördertopf noch nicht ausgeschöpft.
Aktuell ist es teilweise ein bisschen zäh. Viele Firmen warten schon sehr lange auf ihre Siegel für die neu gebauten Häuser. Weil die Förderung eben eigentlich erst für 2023 geplant war, wurden viele Zertifizierungsstellen quasi ein bisschen überrumpelt. Hinzu kommt, dass das Online-Prüftool zur Erstellung der BZA zwischen dem 15. und 31. Dezember 2022 aufgrund von Wartungsarbeiten abgeschaltet ist. In diesem Zeitraum können keine Bestätigungen zum Antrag und auch keine Bestätigungen nach Durchführung für Förderanträge erstellt werden. Bestätigungen zum Antrag auf der Grundlage der ab 2023 geltenden Richtlinien können ausschließlich ab dem 2. Januar 2023 erstellt werden. Bestehende Bestätigungen, die bis zum 14. Dezember 2022 erstellt wurden und für die kein Förderantrag eingereicht wurde, verfallen zum 31. Dezember 2022, unabhängig vom ausgewiesenen Gültigkeitsdatum. Ich hoffe, ihr habt einen Hausanbieter, der euch bei der Beantragung der Förderung aktiv unterstützt. Unser Praxisbeispiel, die Haustour durch das Musterhaus Artis von Fingerhaus, habe ich euch hier nochmal eingeblendet und wir versuchen euch natürlich auf dem Laufenden zu halten mit aktuellen Informationen zum Thema. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch am besten unseren Kanal mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.